willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis, Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen ein Abenteuer, was ich dank einiger Kommentare gefunden habe, welches wir noch nicht gespielt haben. Nämlich hier unter den eigenen Abenteuern. Dachte ich immer erst, dass da tatsächlich Szenarien abgespeichert sind, die wir selber kreieren können. Ja, und dann sehen wir, dass wir neben den offenen Spielen hier auch ein Abenteuer haben, nämlich die Odyssee. Ein Abenteuer von und mit unserem Helden Odysseus. Und was haben wir hier geschrieben? Der Trojanische Krieg nähert sich seinem Ende und Penelope wartet ungeduldig auf die Rückkehr ihres Ehemannes Odysseus. Helfen Sie ihr dabei, Odysseus den Weg zu bereiten, damit er zurückkehren kann. Wir wissen jetzt nicht, wie viele Episoden dieses Abenteuer hier beherbergt. Ich kann es auch nicht sagen, weil ich dieses Abenteuer noch nicht gespielt habe. Das ist also für mich jetzt auch eine Premiere. Ich bin sehr gespannt. Ja, und wir hören uns mal an, was man uns bei der ersten Episode zu sagen hat. Sei gegrüßt. Der Krieg zieht sich seit nunmehr 10 Jahren hin. Und ich vermisse meinen Gemahl, unseren König Odysseus, so sehr. Ich glaube, das Blatt wird sich nun bald zu unseren Gunsten wenden. Und Paris, Hektor und die anderen elenden Trojaner besiegt werden. Bald wird Odysseus wieder zu Hause sein. Der Krieg ist für keinen von uns leicht gewesen. Odysseus und seine Gefährten lernten Härte und Entbehrung auf dem Schlachtfeld kennen. Und wir zu Hause haben die Schrecken des Krieges aus erster Hand erlebt. Eine marodierende Bande von Trojanern nutzte die Abwesenheit des Königs, um unsere schöne Stadt dem Erdboden gleichzumachen. Bitte hilf mir, Ithaka für die Rückkehr des Königs vorzubereiten. Während ich mich emsig daran mache, des Königs Heim mit edelstem Luxus auszustatten, sollst du mit deinem weithin gerühmten Geschick Ithaka neu aufbauen. Odysseus hat 10 lange Jahre Zerstörung gesehen. Dieser Anblick soll ihm bei seiner Rückkehr erspart bleiben. Bitte sorge dafür, dass Ithaka eine blühende, geschäftige Stadt ist, an der der König Wohlgefallen findet. Erfülle mir meine Bitte frohen Herzens. Bald wird unser König zu Hause sein. Deine Base, Penelope. Die erste Episode trägt den Titel Das Ende des großen Krieges. Und wir befinden uns in der Endphase des Trojanischen Kriegs, wo auch unser Held Odysseus maßgeblich beteiligt ist mit dem trojanischen Pferd. Ja, seine Frau Penelope harrt in Ithaka auf die Rückkehr von Odysseus. Ja, und wir sollen das zerstörte Ithaka wieder aufbauen. Ja, und wie ich so sehe, ist Penelope unsere Cousine. Da sind wir also jetzt auch noch hier familiär verbandelt. Dann werden wir mal diesen Wunsch auch erfüllen. Und das Ziel ist recht einfach. Wir müssen 800 Personen in einer Wohnung der Kategorie Haus oder besser beherbergen. Klingt jetzt nicht ganz so schwierig. Gucken wir uns mal die Karte an, wo wir Ithaka wieder aufbauen sollen. Obligatorisch gehen wir in den Pausenmodus und bei der Übersicht schauen wir uns die Minimap an. Gut, wir haben hier eine Insel oder eine Landmasse mit entsprechenden Uferlinien. Gehen wir mal Richtung Norden, haben wir hier ein Bergmassiv, welches fruchtbares Land hat. Noch weiter nördlich haben wir hier wieder die Uferlinien. Okay, gehen wir nach Westen. Wir haben Fischgründe hier. Okay, kleine Insel. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Immigrationspunkt hier ganz im Westen. Okay, dann haben wir hier weiter, wenn wir jetzt Richtung Süden gehen, die Uferlinie. Ja, das Land ist nicht sehr groß. Wenn ich jetzt wieder hier Richtung Osten gehe, überall Wälder, kleine Gesteinsformationen. Aha, hier haben wir jetzt Richtung Osten eine doch größer zusammenhängende Fläche. Ja, das sieht gut aus. Ja, also ist es tatsächlich eine Insel hier, wo wir Ithaka bauen sollen. Ja, ist da hier Silber? Mal gucken. Na, das ist nur normales Gestein. Das sieht nur so aus, als ob da Silber wäre. Okay, also Bodenschätze habe ich jetzt nicht gesehen hier. Okay, gut, dann schauen wir uns doch mal an, was wir überhaupt hier produzieren können.
Aber in der ersten Episode können wir nur Häuser der Arbeiter bauen und bei der Landwirtschaft haben wir keine Farm. Wir können allerdings Reben und Oliven anbauen. Und bei Land und Meer haben wir den Fischereihafen. Und wir können Käse produzieren. Okay, also Nahrungsmittel können wir produzieren und Oliven und Trauben. Bei Gewerbe haben wir keine Rohmaterialien. Dafür können wir Olivenöl und Wein produzieren. Gut, hier haben wir alles. Ja, das sieht gut aus. Hier haben wir auch alle Bauoptionen bei der Kultur. Bei der Mythologie haben wir noch keine Bauoption. Allerdings können wir mal schauen, welche Götter uns wohlgesonnen sind. Wir können Zeus, Hermes, Athene und Hephaistos verehren. Allerdings unsere feindlichen Götter sind Poseidon, Apoll, Artemis, Ares und Aphrodite. Poseidon ist wirklich nicht sehr nett als feindseliger Gott. Gut, beim Militär haben wir keine Bauoption. Und bei der Ästhetik haben wir bei den Verschönerungen Gott sei Dank die Prachtstraße und die Allee. Ja, und wir können bei den Erholungsgebieten Bänke, Blumengärten, Gartenhäuser und Heckenlabyrinthe bauen. Ja, dann werfen wir auch direkt einen Blick auf die Weltkarte. So, Ithaka ist hier an der Adriaküste und wir haben schon einige Handelsrouten, nämlich mit unserem Verbündeten Samos. Samos verkauft uns Fisch. Das ist nicht viel. Olenos kauft Oliven. Pylos kauft Olivenöl, verkauft uns Bronze, Marmor und Wolle. Sparta kauft Wein und verkauft uns Weizen. Und wir haben Tenedos, kauft Fisch, Weizen, Rüstung und Wein. Ja, dann haben wir natürlich hier unsere Feinde. Wir befinden uns ja im Trojanischen Krieg. Dann haben wir natürlich Troja als Rivalen, die Holz und Wein brauchen und Weizen und Skulpturen produzieren. Dann haben wir Askania als unseren Rivalen, braucht Oliven, produziert Holz, Marmor und Rüstung. Und dann haben wir noch Ismaros als Rivalen, braucht Trauben, produziert Weizen, Holz und Skulpturen. Gut, wir können auf jeden Fall Olivenöl und Wein exportieren. Das ist ganz gut. Ja, und was ist jetzt der Plan? Ja, hier im Osten haben wir ja die größte zusammenhängende Landmasse. Ich denke mir mal, hier werden wir unser Wohngebiet aufbauen. Wir können dann Fischfang betreiben und auch einige Käsereien aufbauen, damit wir unsere Bevölkerung ernähren können und werden dann direkt mit der Produktion von Wein und Olivenöl beginnen. Das werden wir natürlich hier produzieren, weil hier ist wirklich der einzige Bereich, wo wir fruchtbares Gelände haben. Ja gut, dann würde ich sagen, beginnen wir mit dem Wiederaufbau unserer Stadt Ithaka. Ja, bevor wir damit beginnen, müssen wir erstmal die Zuwägung schaffen, damit unsere Bürger auf die Insel kommen. Das heißt, wir müssen Brücken bauen. Hier passt eine Brücke hin und hier, dann haben wir es glaube ich schon geschafft. Nee, noch nicht ganz. Wir müssen ja hier auch noch eine Brücke bauen. Also hier geht ein Weg hier runter. Das können wir, glaube ich, so bauen. Da können wir auch eine Brücke bauen, ne? Jawohl. Dann kommen wir hier runter. Ja, wo bauen wir die Brücke auf? Ja, das geht hier ganz gut. Dann können wir hier den Wald wegnehmen. Stadtkasse sieht auch soweit ganz gut aus. Ja, das ist doch schon eine gute Verbindung. Ob wir diesen Weg hier brauchen, das weiß ich nicht. Den nehme ich jetzt mal weg schon mal. So. Ja, und dann würde ich sagen, bauen wir jetzt mal hier unser erstes Wohngebiet auf. Hier haben wir jetzt unser erstes Wohngebiet in der klassischen Bauweise. Es ist ein bisschen schwierig, beziehungsweise man muss gut zählen, wenn wir überall diese Gesteinsformationen haben. Die müssen wir irgendwie hier in unserem Wohngebiet mit integrieren, wie zum Beispiel dieser kleine Stein
Fleck hier. Aber ich denke mal, so haben wir es jetzt ganz gut entsprechend hier aufgebaut. Ja, wir bauen die Alleen natürlich. Ja, dann fangen wir hiermit an. So. Und hier. Und so. Und dann können wir die ersten Parzellen ausweisen. Ja, das passt sehr gut. Ja, so kann es bleiben. Das ist sehr gut. Dann können wir jetzt natürlich den Pausenmodus mal aufheben. Natürlich wieder bei Gewerbe die Priorität bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch stellen. So, und dann warten wir mal auf die ersten Siedler. Ja, und das wissen wir. Wir müssen jetzt doch einen etwas längeren Weg gehen, um ihre Parzellen zu erreichen. So, in der Zeit können wir hier schon mal ein bisschen das vorbereiten für unser Gewerbegebiet, wo wir Olivenöl und Wein produzieren. Das würde ich jetzt mal hier alles entsprechend schon mal wegnehmen. So, und dann müssen wir gucken, dass wir jetzt hier irgendwie durchkommen. Hier geht es durch. Ja, hier können wir raus. Oh, ja, das passt wunderbar. Ja. Und hier passt es so. Ja, das sieht ja schon ganz gut aus. Dann endet das hier. Hier können wir hoch, hier können wir auch hoch. Das können wir schon mal so bauen. Naja, so nicht. Und hier auch. Sehr gut. Ja, mittlerweile sind schon die ersten Parzellen jetzt besiedelt und ich glaube, wir haben auch schon bald die ersten Arbeitslosen. Fangen wir direkt mit der Nahrungsmittelproduktion an. Dann brauchen wir natürlich erstmal unser Silo. Das passt natürlich jetzt wunderbar hier hin. Und dann bauen wir Fischerhäfen. Ja. Oh, das sieht doch ganz gut aus hier, oder? So, und dann können wir das hier verbinden. So. Ja, dann müssen wir aber hier eine Sperre bauen. So bauen wir das dann. Ja. Das muss noch angeschlossen werden. Und dann brauchen wir natürlich einen Architekten hier. So bauen wir den jetzt auf. Hier möchte ich Warenlager haben. Ja, bauen wir den hier auf. Ja, wir kriegen eine Mitteilung. Troja welkt dahin. Oh, großes Oberhaupt Dominos. In Troja ist Chaos ausgebrochen. Die Stadt wurde isoliert und vom Rest der Welt abgeschnitten. Alle Beziehungen, die sie eventuell zu dieser Stadt hatten, wurden abgebrochen. Ja, nun ist Troja unser Rivale. Ich gehe mal davon aus, dass jetzt der Trojanische Krieg auch vorbei ist, wenn Troja dahin welkt. Dann wird Odysseus ja wohl bald kommen. Allerdings wird er noch seine Odyssee erleben müssen. So, wo sind hier die Fischgründe? Ach Gott. Oh, hier ganz hinten. Nein, das wird jetzt im ersten Moment nicht ganz so effektiv sein hier. Ach, ich glaube, ich baue das doch anders mit dem Architekten. Das gefällt mir nicht. Wir können das hier wegnehmen. Dann passt er doch hier wunderbar hier so rein. Das ist besser. So, 51 Arbeiter brauchen wir, beziehungsweise 46. Wir parzellieren doch noch ein bisschen. Ja, und jetzt ist Troja tatsächlich vom Angesicht weggewischt. Wir sollten direkt eine Klinik bauen. Die würde ich jetzt hier hinbauen wollen. Und wir haben schon 100 Personen in unserer Stadt Ithaka. So, die kann hier hin. Ja, das ist gut. Dann können wir das hier schon parzellieren. Oh, das passt wieder sehr gut hier. Hier muss noch eine Sperre hin.
Ja, hier passt das Gymnasium jetzt nicht rein, wegen dieser Steingeschichte hier. Hier kann das Podium hin, dann können wir später das Gymnasium hier hinbauen. Das geht auch. So, ja, es wird immer noch kräftig an unseren Fischerbooten gebaut. Ja, der Bau unserer Fischerboote dauert leider, weil wir natürlich nicht so viele Mitarbeiter haben. 4 von 10, na, das ist ein bisschen wenig, ne? Oh, Militärabbau in Ismaros. Okay, ja. Bitteschön, macht das mal. Oh, die ersten Fischerboote sind fertig, beziehungsweise alle Fischerboote sind jetzt fertig. Die machen sich auf den langen Weg zu ihren Fischgründen. Das dauert noch ein bisschen, bis wir hier die ersten Nahrungsmittel im Silo haben. Ja, komm, dann parzellieren wir diesen Bereich jetzt hier auch schon. Einmal komplett, das passt ja. Dann kann nämlich hier später das Theater hin. Hier das Gymnasium, da das Podium passt. Oh, in Ismaros haben wir wirtschaftlichen Niedergang. Okay, das sind aber alles unsere Rivalen. Das sind jetzt hier die Nachwehen vom Ende des Trojanischen Kriegs. Da sehen wir, dass Troja gar nicht mehr vorhanden ist. Wir haben uns noch Askania und Ismaros. Mittlerweile sind jetzt alle Parzellen besiedelt, die wir ausgewiesen haben. Und da kommen jetzt endlich auch mal unsere Fischerboote zurück, die jetzt hoffentlich ihre Ladung hier löschen und dann in das Silo verfrachten. Ja, das sieht sehr gut aus. Zeit für den Lebensmittelhändler. Ja. So, unsere Marktfrau holt schon Lebensmittel. Die Entwicklung kann jetzt weitergehen. Ich würde jetzt mit der Produktion von Olivenöl und Wein beginnen wollen und wir sollten vielleicht 1, 2 Käsereien noch bauen. Das mit dem Fisch ist hier tatsächlich so eine Sache, das dauert echt ziemlich lange. Oder wir bauen noch weitere Fischereihäfen. Hier könnten wir das, glaube ich, noch machen. Allerdings habe ich ein bisschen Sorge, dass wenn uns Poseidon angreift, dass wir dann hier auch keinen Fischfang betreiben können. Von daher sollten wir eventuell noch eine andere Art der Lebensmittelproduktion etablieren. So, hier geht aber jedenfalls die Entwicklung weiter. Das ist sehr gut. Ja, wir haben jetzt Arbeitslose. Wir können jetzt mit der Produktion von Olivenöl und Wein beginnen. Dafür brauchen wir natürlich erstmal die Rohstoffe. Hier passen doch wunderbar die Landarbeiterlager hin. Und wir brauchen natürlich den Architekten. Der passt hier hin. Und wir brauchen Sperren. Die passen hier hin. So, wir müssen jetzt hier keine Wegeverbindung bauen hier oben, weil wir werden hier wirklich nur Oliven und Trauben kultivieren. Da gehen ja unsere Mitarbeiter der Landarbeitlager ohne Wege hin. So, fangen wir an mit den Olivenbäumen. Oh, ein Fischereihafen ist eingestürzt. Da kümmern wir uns gleich drum. So, und auf der anderen Seite, nämlich hier, kommen unsere Rebstöcke hin.
Ja, das sieht soweit ganz gut aus. Dann kümmern wir uns mal um den Fischereihafen. Ja, da ist er eingestürzt. Ich denke mir mal, wir müssen wohl doch hier den Loop doch öffnen. Dann bauen wir hier noch einen hin. Ja, eher so, weil hier können wir, glaube ich, auch noch Fischereihäfen bauen. Dann machen wir das so, hier auch. Aber wir brauchen jetzt erstmal wieder Mitarbeiter. Allerdings möchte ich jetzt noch Käsereien bauen. So, hier, dieser Bereich ist eigentlich ganz gut geeignet für unsere Käsereien und für unsere Ziegen. Das brauchen wir nicht. Und dann würde ich die jetzt folgendermaßen platzieren. Hier ist alles unfruchtbares Gebiet. Dann bauen wir 3 Stück. Und den Architekten kommt hier hin. Sperre kann hier hin. Super, das ist gut. Dann die Ziegen. Da haben wir jetzt genug. Ja, bis jetzt hier die ersten Trauben und Oliven geerntet werden, dauert das ja noch ein bisschen. Also Nahrungsmittel produzieren wir jetzt erstmal genug. Da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern. Ja, da wandern jede Menge neue Bürger ein. Dann können wir jetzt gleich hier Lagerhäuser bauen und die ersten Olivenpressen und natürlich Kältereien. So, und wir können auch das erste Pier bauen. Pylos kauft nämlich bei uns Olivenöl und wir könnten die Wolle kaufen, die wir benötigen. Das ist uninteressant, das ist auch eigentlich uninteressant. Ja, und Tenidos kauft den Wein. Gut. Ja, mit den Pieren müssen wir natürlich auch gucken, wie wir die am besten platzieren. So viel freien Bauraum hier an der Küste haben wir gar nicht. Das ist dann auch wieder alles so weit entfernt. Aber es ist ganz gut, dass wir hier unsere Produktion haben, weil ich denke mal, hier können wir Piere bauen. In der Stadt mangelt es an Nahrung, ja, ich weiß. Aber da kommen unsere Fischerboote schon wieder zurück. Vielleicht baue ich doch noch hier 2 Fischerhäfen. Oh, da muss ich aufpassen, wie wir es mit der Straße machen. So. Oh, schon 500 Personen in Ithaka. Passt das? Ja, das passt. Na, so nicht. So wird das was, ja. So, warum bist du nicht entwickelt? Fehlt dir Nahrung? Ja, okay, gut. Ja, da sehen wir schon die Rückentwicklung. Das ist schlecht. Ich weiß. Mal das Lohnniveau auf hoch stellen. Ja, diese Nahrungsmittelversorgung ist schon ein bisschen tricky hier auf dieser Karte. Aber da kommt jetzt wieder Fisch. Ja, da müssen wir jetzt erstmal warten, bis sich das hier wieder stabilisiert hat. Ja, so allmählich, aber auch nur sehr langsam entwickelt sich das hier weiter. Ja, die Fischgründe sind halt sehr weit weg. Das dauert ziemlich lange. Ja, da kommen sie aber auch schon wieder. Leider wird in den Käsereien noch nicht produziert. Das ist schade. So, und endlich wird der erste Käse auch zu unserem Silo gebracht.
So, ich hoffe, das entwickelt sich jetzt hier wirklich weiter. Das sieht ganz gut aus. Ja, doch, ich glaube, jetzt sieht es gut aus. Da fehlte noch ein bisschen Nahrung, aber da wird schon wieder neue Lebensmittel eingekauft. Ja. Okay, wir müssen nämlich jetzt mal allmählich anfangen, unsere Exportprodukte zu produzieren. Wir haben schon längst Dezember. Da sehen wir hier schon unsere Karrenschieber mit den Trauben. Dann machen wir jetzt Folgendes. Dann gehen wir hier mal hoch. Dann baue ich hier jetzt schon mal 2 Olivenpressen auf. Ja. Machen wir das jetzt immer 3? Ja, machen wir 3. Ne? 1, so, genau. Dann haben wir hier so einen Block. Dann kommen hier die Lagerhäuser hin. Die kann ich schon mal bauen. Ein Lagerhaus für Olivenöl und das andere Lagerhaus für Wein natürlich. Und dann bauen wir hier das genauso auf. Ja, ist richtig gebaut? Nein, natürlich nicht. So. Dann können wir hier die 2 Kältereien schon mal bauen. So. Und dann brauchen wir hier natürlich auch, wie bauen wir das? Ich würde das jetzt so bauen und dann hier den Architekten, dann sollten wir hier auch nochmal einen Architekten bauen. Ne? So. Ja. Gut, dann kann jetzt der Wein produziert werden und auch das Olivenöl wird schon produziert. Sehr gut. Wir brauchen relativ viel Arbeiter. Die wandern da zwar jetzt ein, aber wir brauchen jetzt Kultur. Wir bauen das Gymnasium schon mal, das kann hier hin. Und dann müssen wir nachher auch Wolle einkaufen, aber wir müssen jetzt erstmal verkaufen. Ne? Wir bauen das Pier von Pylos. Wo können wir denn die Piere bauen? Hier passt doch eins hin und das ist gut. Dann machen wir es einfach so. Dann können wir hier schon mal das Olivenöl verkaufen. Und Tenedos. Oh, das passt ja direkt hier neben. Das ist doch gut. So. So, hier kann der Wein verkauft werden. So, und jetzt sollten wir die Sperre tatsächlich hier hinsetzen. So. Ja, unsere Stadtkasse ist bald im Minus. Egal. Wir haben jetzt die Karte hier und die braucht jetzt Wolle. Beziehungsweise nicht die Karte, sondern natürlich die Bürger, die dort leben. Aber wir brauchen jetzt erstmal jede Menge Arbeiter. Da habe ich jetzt hier tatsächlich mal überhaupt nicht drauf geachtet. Aber die entwickeln sich jetzt hier weiter. Wir können auch, nein, wir können keine Wolle einkaufen. Das geht im Moment nicht. Ja, aber das sieht gut aus hier. Jede Menge neue Bürger für unsere Stadt Ithaka. Ja, Nahrungsmittelversorgung, das sieht jetzt auch gut aus. Ja, wir könnten Pylos doch bitten, uns Wolle zu geben, oder? Das ist doch gar nicht schlecht. Dann bauen wir jetzt hier noch ein Warenlager. Hier. Für die Wolle.
Ja, ich gucke noch mal eben auf die Gefahren. Das würde mich jetzt auch mal interessieren. Hier sieht das gut aus, ne? Ich glaube, ich baue hier noch Sperren hin. So, damit die tatsächlich nur diesen Loop gehen. Aber das sieht jetzt gut aus, ja. Das wird ein bisschen schwierig werden. Da müssen wir eventuell noch einen Architekten bauen. Und ja, das ist jetzt auch nicht so ganz gut hier. Das sieht jetzt besser aus. Ja, wir sind im Minus und wir kriegen eine Unterstützung von Tenidos, 2000 Drachmen. Vielen Dank. Ja, das geht aber hier, aber das geht, glaube ich, nicht mit unserem Pier. Ich baue hier noch einen Architekten auf. So. So, wir kriegen 12 Stränge Wolle. Wunderbar. Dann können wir jetzt den Wollhändler hier aufbauen. So, und mit der Versorgung von Wolle sollten sich eigentlich dann jetzt hier unsere Karten zu Häusern entwickeln. Schauen wir mal, ob das so ist. Ich denke aber schon. Auf jeden Fall erholt sich jetzt hier der Arbeitsmarkt, allerdings sollten wir auch gucken, Nahrungsmittel produzieren wir genug. Okay. Ja, wir haben jetzt hier das Haus und dann schauen wir mal, ob wir die entsprechende Anzahl, nämlich 800 Personen, in diesem Wohnungstyp beherbergen können. Sei gegrüßt. Troja ist gefallen. Die Bewohner haben sich aus der Stadt davongemacht und nur Ruinen hinterlassen. Ganz Griechenland preist meinen Gemahl für den genialen Plan, der die Griechen zum Sieg führte. Freilich werde ich wohl nie verstehen, warum um alles in der Welt jemand unbedingt ein riesiges Holzpferd haben will. Trojaner, wann werden sie es je lernen? Odysseus Heim ist für seine Rückkehr bereit. Und du hast Wunder in Ithaka bewirkt. Dank deiner erstaunlichen Fähigkeiten ist die Stadt schöner, als ich es mir je hätte träumen lassen. Ich kann kaum erwarten zu hören, was Odysseus von seinem Königreich hält. Er kann gar nicht schnell genug hier sein. Deine Base, Penelope. Unsere Cousine Penelope ist hocherfreut, dass wir das Ziel erreicht haben, die 800 Personen in der Wohnungskategorie Haus zu beherbergen. Ja, einen guten Start haben wir hier hingelegt mit Ithaka. Der Trojanische Krieg ist jetzt tatsächlich vorbei und alle warten natürlich auf Odysseus. Bis er letztendlich kommt, dauert das noch ein bisschen. Ich bin mal auf die nächste Episode sehr gespannt. Bis zum nächsten Wiedersehen und Hören wünsche ich alles Gute und sage Tschüss, euer Dominus.